In dieser Folge nehme ich euch mit auf ein paar Ausflüge in Norddeutschland. Wir besuchen ein ganz besonderes Motorradmuseum, machen einen Stopp in Hamburg und ein Ausflug ins Weserbergland ist auch noch drin. Die Aufnahmen dazu sind entstanden, als uns im Jahr 2020 in unserer Münchner Wohnung die Decke auf den Kopf fiel. Viel Spaß! Die härtesten Auflagen in Sachen Quarantäne sind aufgelöst worden und so beschließen wir, um nicht ganz zu vereinsamen, im Mai einige Wochen bei unserer Familie zu verbringen. Urlaub haben wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. So verbringen wir die ersten 650 Kilometer von München nach Wolfsburg ausschließlich auf der Autobahn. Im Zuge der Pandemie immer noch vieles geschlossen ist, müssen wir etwas recherchieren, bis wir interessante Ausflugsziele finden. Nachdem wir es geschafft haben, die aus Sicherheitsgründen im Garten geparkten Motorräder wieder frei zu bekommen, führt uns unsere erste Strecke Richtung Westen, am Rand des Harz entlang bis ins schöne Städtchen Einbeck. Sonst noch für das gleichnamige Bier bekannte Stadt beherbergt eines der schönsten Motorrad- bzw. Fahrzeugmuseen Deutschlands, den PS-Speicher. In einem alten Kornspeicher wird auf 5 Stockwerken von oben nach unten die Geschichte der Mobilität auf Rädern präsentiert. Das Ganze ist vom Aufbau absolut einzigartig und die Sammlung gerade an Motorrädern gigantisch. Kaum verwunderlich, denn sie basiert auf dem privaten Bestand des 1936 geborenen Unternehmers Karl-Heinz Rehkopf. Es ist die weltweit größte Sammlung deutscher Motorräder überhaupt. Mittlerweile verfügt der PS-Speicher über weitere Hallen, in denen neben Motorrädern auch noch Oldtimer und Trucks ausgestellt sind. Uns fasziniert allein die Hauptausstellung genug und so machen wir uns nach 130 Jahren Mobilitätsgeschichte auf schönen Landstraßen wieder auf den Weg zurück. Der zweite Ausflug startet grau in grau. Wir bangen noch etwas um das Wetter, aber wir haben Glück und die Sonne kämpft sich durch die Wolken, während wir durch schöne Heidelandschaften fahren. Über Wittingen und Bad Bodenteich erreichen wir zum Mittag Hoogte. Das kleine Dorf hinter Winsen hat eigentlich nichts Besonderes, außer den sogenannten Zollenspieker. Eine Fähre über die Elbe, die auf beiden Seiten des Wassers eine der Motorradtreffs der Region ist. Es ist noch nicht so viel los, aber wir treffen schon einige Biker, die auch das gute Wetter für eine Ausfahrt nutzen. Zum Mittag gibt es Fischbrötchen und Benzingespräche. Anleger im Norden gehört schon zum Stadtgebiet Hamburg.
Seit 1252 besteht hier eine Fährverbindung. Gerade weil die Stadt hier eigentlich noch recht weit weg ist, gestaltet sich die Strecke entlang der Deiche umso schöner. In Hamburg selbst verbringen wir eigentlich nur eine Nacht mit viel Essen und einfach einer guten Zeit unter Freunden. Für die Rückfahrt wählen wir eine etwas andere Route, auf der wir vollkommen begeistert erstmal die kleinen Lämmer auf den Deichen betrachten müssen, bevor wir wieder durch die Heide zurückfahren. Der letzte Ausflug dieser Folge führt uns nach Westen ins Weserbergland. Wir packen noch meinen Schwiegervater ein und machen uns bei mal wieder grauem Wetter auf den Weg. Die erste Hälfte der Tour bei eher mäßigen Temperaturen führt uns bis Hannover. Nach einem Stopp bei Ikea, bei dem wir vermutlich die ersten und letzten mit Motorrädern waren, machen wir irgendwo in der Landschaft eine Mittagspause. Der zweite Teil der Tour führt uns durch die ersten Ausläufer des Weserberglands. Viele Motorradfahrer empfinden Fähren ja eher als lästig, wir nutzen sie dagegen gerne. Die Weserfähre in Grunde ist im Vergleich zum Zollenspieger zwar eher beschaulich, dafür macht es viel mehr Spaß, hier über das Wasser zu gleiten. Wir fahren einen letzten Schlenker durchs Weserbergland, bevor wir in Rinteln meiner Familie einen Besuch abstatten. Das neu angeschaffte Trampolin war auf jeden Fall den Besuch wert. Aufgrund von Corona wollen wir die Innenstadt meiden und machen nur eine kleine Wanderung zum Wahrzeichen der Stadt, dem 19,8 Meter hohen Klippenturm. Der 1889 erbaute Turm ist leider wegen der Pandemie noch geschlossen. Trotzdem hat man hier von 300 Metern Höhe einen wunderbaren Blick ins Wesertal. Zur Weser verschlägt es uns am Nachmittag. Entlang des Weserradwegs radeln wir dann auch endlich im Sonnenschein. Andern Tags geht es dann schon wieder zurück nach Wolfsburg. Über kleinste Straßen und Sträßchen fahren wir nach Hannover, bevor es über die Autobahn zurückgeht.
Lasst mich doch mal wissen, ob euch solcher Content der kleinen lokalen Perlen gefällt und was ich dann an dieser Stelle noch besuchen sollte. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da und wir sehen uns nächste Woche. Ciao.